Moin zu einer neuen Runde Monkey Tested. Heute mit meinem Kooperationspartner Age of Origins. Age of Origins ist ein mobiles Tower Defense Strategiespiel, in dem du die Rolle als Kommandant übernimmst, der gerade die Stadt in einer zerstörten Welt übernommen hat. Mit der Hilfe deiner Assistenten und Truppen baust du als Kommandant deine Stadt aus, entwickelst Forschungstechnologien und wehrst Wellen von eindringenden Zombies ab. Damit ihr das natürlich schafft, braucht ihr eure Ausrüstung, denn die Ausrüstungsgegenstände sind eine wichtige und wirkungsvolle Ergänzung für deine Stadt. Du kannst 8 verschiedene Ausrüstungsgegenstände bauen bzw. herstellen und jeden Ausrüstungsgegenstand zu einer höheren Stufe entwickeln, was natürlich wiederum zu besseren Stat-Boni führt. Dazu gucken wir uns mal das Ganze genauer an, denn es gibt 8 Stück davon. Das sind in der oberen Reihe die Ausrüstungsgegenstände und in der unteren Reihe sind das die Verteidigungsgegenstände. Und die Priorität ist ganz einfach. Der Computer ist das, was ihr als allererstes im Bereich Angriff levelt. Danach kommt der Radar, der ist der zweitwichtigste. Der Reaktor ist das drittwichtigste in dem Angriffsbereich. Und dann kommt erst der Apparat, den ihr als letztes pusht. Bei der Verteidigung ist das ein bisschen anders. Da fangt ihr bei der mechanischen Panzerung an, geht bei den Sanitätskapseln weiter, dann kommt der Verstärker und zum Schluss macht ihr den Nachrüster. Wichtig zu wissen dabei ist, wie ihr hier schon unten in dem Feld seht, Nachrüster auf Level 1 bringt eben nur zum Beispiel bei Nahkampfverteidigung und Mittelkampfverteidigung etwas. Bei Level 2 kommt schon das Marschtempo dazu. Bei Level 3 erhöhen sich einfach nur die Werte, aber bei Level 4 kommt nochmal was dazu, das ist nämlich die Mittelkampfverteidigung. Dazu ein zweites Mal in dem Feld. Und das Ganze geht dann hoch bis Level 6. Zum Beispiel beim Apparat kommt auf Level 2 der Gebäudetempo-Bonus dazu und hier kommt dann noch die Fernkampfangriffmöglichkeit dazu. Und so seht ihr, dass bei den ganzen, je höher ihr das levelt, immer mehr dazu kommt, neben dem, dass sich natürlich die Stats insgesamt verbessern. Gibt es dann auch noch die Peripheriegeräte. Darauf gehe ich gleich ein. Vorher möchte ich euch aber noch was zu den Farben erklären. Ihr seht hier die 5 Farben: Weiß, Grün, Blau, Lila und Orange. Je weiter die Farbe nach rechts geht, also bei Orange, seid ihr bei den stärksten Werten, die ihr haben könnt. Weiß ist die schlechteste Stufe, Orange die beste Stufe. Im Idealfall fangt ihr eigentlich so richtig erst an mit der Entwicklung, wenn ihr Blau oder Lila bekommen könnt. So, wir klicken mal auf Entwickeln. Das kostet uns von den hochenergetischen Erz was, können das aktivieren. Hier unten sehen wir noch 3 Slots, die erkläre ich auch gleich noch. Für das Ganze benötigt ihr aber natürlich auch die Materialien. Und die Materialien bekommt ihr hier, seht ihr das auch von der Farblehre her. Wir haben hier Weiß, Grün, Blau, Lila und Orange. Und ihr braucht jeweils mindestens 5 Stück von Weiß, damit ihr einen Grünen herstellen könnt. Wenn ihr 5 Grüne habt, könnt ihr einen Blauen herstellen. Wenn ihr 5 Blaue habt, einen Lilanen. Und wenn ihr 5 Lila habt, könnt ihr einen Orangenen herstellen. Ihr braucht aber insgesamt 5. Hier können wir uns das einmal angucken. Wir haben 5 Weiße und haben jetzt einen Grünen. Jetzt habe ich eben die Peripheriegeräte angesprochen. Und wie ihr hier unten seht, gibt es davon 3 Gerätvarianten. Das ist das Mega-Waffen-Buff-Peripheriegerät, das Mega-Aktions-Buff-Peripheriegerät und das Mega-Verteidigungs-Peripheriegerät. Dazu braucht ihr wiederum auch die verschiedenen Baupläne. Und natürlich gibt es davon auch wieder verschiedene Abstufungen. Wir sehen jetzt Orange, Blau und Lila. Und davon braucht ihr auch wiederum sehr viele. Nämlich je nachdem, welche Stufe man machen möchte, braucht ihr entsprechend die Blaupausen in Kategorie A. Und wenn ihr das Ganze habt und entsprechend genug Material von den Erweiterungskomponenten, auf die wir jetzt auch gleich eingehen, dann könnt ihr das fusionieren und das ist wichtig für die Peripheriegerät-Slots, die ihr eben schon mal kurz gesehen habt, die ich euch jetzt zeige. Bei den Peripheriegeräten seht ihr zum Beispiel für den Rang 1 brauchen wir den S-Bauplan und wir brauchen die Peripheriegerätkomponenten, in dem Fall hier 400. Für Rang 2 brauchen wir deutlich mehr Materialien und auch noch mehr von den Komponenten. Und so steigert sich das natürlich immer weiter und wird auch komplexer.
Das Ganze braucht ihr zusammen, damit ihr natürlich diese Slots bei der Ausrüstung wiederum befüllen könnt. Dafür müssen wir aber erstmal das Peripheriegerät auf Stufe 2 freischalten, damit wir die nutzen können. Die 3 Slots, die ihr hier seht, schalten sich eben erst frei, wenn man das Ganze auf Level 2 hat. So. Und der Level 2 Platz bedeutet im Endeffekt, das ist ein normaler Steckplatz, da könnt ihr die Standardsachen machen. Der rechte Schlitz, der wird erst bei Level 4 freigeschaltet und er hat sowas wie Spezialitäten-Slots. Damit werden die Stats nochmal richtig stark geboostet und das wollt ihr am Ende haben. Deshalb ist das super wichtig. Aber ich erkläre euch jetzt auch eine Strategie, die ich euch empfehlen kann, wie ihr das Ganze angeht, damit es euch wirklich hilft und damit ihr so effizient wie möglich mit dem Ganzen seid. Neben der Reihenfolge, dass man erst bei dem Angriffsbereich mit dem Computer anfängt, dann mit dem Radar weitermacht, mit dem Reaktor und dann erst mit dem Waffenapparat und bei der Verteidigung mit der mechanischen Panzerung, den Sanitätskapseln, dem Verstärker und ganz zum Schluss dem Nachrüster weitermacht, kann ich euch auch noch mitgeben, bitte, bitte nutzt die Ausrüstungserweiterung, also die Peripheriegeräte. Nicht, wenn ihr nicht mindestens blau, wenn nicht sogar eher lila Ausrüstung habt, weil sonst verschwendet ihr unfassbar viel Material für wenig Mehrwert. Denn der Mehrwert bei lila ist einfach exorbitant hoch und daher ganz klar die Empfehlung, bitte fangt erst an, die Ausrüstungserweiterung dort zu nutzen, wo ihr die Ausrüstungsgegenstände auf lila habt. Das hilft euch enorm. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck in die Ausrüstung in Age of Origins geben.